Guten Tag, mein Name ist Peter Hopp. Ich bin der ärztliche Leiter der Physioklinik im Eitrachtal und ich stelle Ihnen heute einen Patienten vor. Herr Zöllner ist bei uns zur Anschlussheilbehandlung nach einer Operation an der Lendenwirbelsäule. Herr Zöllner hatte vor 4 Wochen eine akute Bandscheibensituation und wurde daraufhin operiert. Und circa eine Woche nach der Operation kam er zu uns zur Anschlussheilbehandlung. Herr Zöllner, können Sie ein bisschen was erzählen, und zwar, wie ist es so gekommen von den Beschwerden her? Sind die ganz akut von heute auf morgen aufgetreten oder hat sich das so im Laufe der Wochen oder Monate hingezogen? Nun, seit 35 Jahren habe ich mittlerweile Probleme mit dem Rücken. Auch schon kleinen Bandscheibenvorfall, eine Vorwölbung. Und seit letztem Jahr Dezember permanent damit zu tun. Ein CT wurde durchgeführt, hat sich dann über die Zeit bis in den Juli hinein sich immer wieder gezeigt, wurde medikamentös behandelt. Und im Ende Juli war es dann so, dass es tatsächlich akut innerhalb von 3 Tagen so schlecht wurde, dass ich morgens nicht mehr aufstehen konnte. Wurde dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. Dort erstmal konventionell behandelt mit Schmerztherapie. Nachdem sich aber dann der Zustand insofern nicht gebessert hat, dass die Schmerzen nicht endgültig weggingen und diese Schwächung im Fußheber schon sich gezeigt hat, wurde dort eben mir das Angebot, nicht das Angebot, sondern die Empfehlung gegeben, das operativ behandeln zu lassen. Herr Zöllner, ich will Ihnen mal kurz nochmal erklären, warum eigentlich Sie aufgrund der Rückenbeschwerden und aufgrund des Vorfalles Sie Beschwerden gehabt haben im Fuß. Ja? Und zwar, Sie sehen hier, das Gelbe sind hier die Nerven, die links und rechts die Wirbelsäule verlassen und dann in dem Fall von der Lendenwirbelsäule her die untere Extremität, sprich die Beine versorgen. Sowohl vom Gefühl her als auch von der Kraft her. Ja? Und bei Ihnen war es so, dass diese Nervwurzel hier durch einen Bandscheibenvorfall einen Druck ausgeübt hat auf diese Nervenwurzel und dadurch die Nervenwurzel nicht mehr in der Lage war, die Muskulatur anzusteuern, die ihren Fuß nach oben bewegt. Ja? Und auch die Sensitivitätsstörung, das Taubheitsgefühl, auch das war dieser Wurzel nicht mehr möglich, dass sie die Sensibilität von der Peripherie nach oben bringt und ihnen wahrnimmt, hoppla, ich habe da Gefühl, und in dem Fall war das einfach die Ursache. Wichtig ist natürlich jetzt auch, dass man nach solch einem operativen Eingriff die Rehabilitation zeitnah anschließt. Ja. Zum Ersten, man will die Restschäden noch beheben im Rahmen der Rehabilitation und man muss vor allem auch präventiv arbeiten. Warum? Ein Segment in der Wirbelsäule, das operativ versorgt wurde, ist immer eine Schwachstelle. Und diese Schwachstelle kann man aktiv dementsprechend kompensieren, dass man den Patienten Übungen mitgibt für zu Hause, dass er sich ein muskuläres Skelett antrainiert, um somit dieses schon voroperierte Gebiet zu stärken und zu kräftigen, dass es nicht erneut zu einem weiteren Vorfall kommt und eventuell eine weitere Operation notwendig sein müsste. Bis dato wurden manuelle Therapie, Massagen, Trainingstherapie durchgeführt und noch andere Sachen, die mir mittlerweile wieder helfen, den Fußheber besser zu bewegen. Hat sich da was verbessert? Ja, der Fußheber funktioniert viel besser als bei der Anreise. Auch das Taubheitsgefühl im Unterschenkel und im Rist- und Zehenbereich hat sich sehr verbessert und ja, wird täglich daran gearbeitet. Ich bin rundum zufrieden mit allen Leistungen, die hier angeboten worden sind, und auch mit Essen, Personal, Unterbringung hat alles dazu beigetragen, dass die Reha gut abgelaufen ist. Ich sage alles Gute Dankeschön. und ich hoffe nicht bis zum nächsten Mal. Ja.